Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört. Guten Morgen. Die Nacht war durchwachsen. Mit 9 Grad Minimum war es zwar nicht zu kalt, jedoch haben allerlei Tiere in meiner Nähe Krach gemacht. Irgendwas ritt durch meinen Vorgarten. In der Ferne hörte man Steine von den Bergen herunterrollen. Erst am nächsten Morgen konnte ich sehen, dass es wilde Ziegen waren, die am Hang herumsprangen und die weit entfernten Steine in Bewegung brachten. Nun gut, Sachen gepackt und weiter auf dem Trail. Aber Moment, wo ist meine Powerbank geblieben? So, ich musste jetzt nochmal den ganzen Weg zurück zum Wasserfall, weil hier nämlich der Weg gar nicht lang ging. Und leider habe ich meine Powerbank hier verloren gehabt. Und ich war halt ein bisschen diesem Rohr gefolgt, weil ich dachte, das Rohr kann ja nur ins Tal gehen. Aber dann ging es halt nicht mehr weiter. Zum Glück habe ich hier jetzt meine Powerbank nach etwa einer Stunde Suchen wiedergefunden. Und jetzt machen wir wieder zurück auf den Rückweg. Ja, krass, ich bin gerade wirklich relativ hoch. Hier geht es einfach mal komplett steil runter. Ich habe etwa 3 Stunden verloren, weil ich die Powerbank gesucht habe. Also ich musste praktisch heute Morgen noch mal komplett runter zum Wasserfall, wo ich gestern Abend war. Und konnte meine Powerbank finden, weil ich konnte nachgucken in den Einstellungen vom iPhone, wann das letzte Mal geladen wurde. Und das letzte Mal geladen wurde halt irgendwie, keine Ahnung, um 19:40 Uhr oder so. Und so konnte ich dann in meinen Fotos bei den Zeitstempeln in etwa sehen, wo ich es ungefähr verloren haben muss. Hat hervorragend geklappt. Ja, grundsätzlich war ich jetzt nach 3 Stunden wieder am Platz, wo ich gezeltet habe. Und jetzt mache ich eine kleine Pause und gleich geht es dann weiter Richtung Allinger und dann hoffe ich, dass ich da ein richtiges Mittagessen bekomme. Ja, was esse ich hier? Vielleicht Sponsor nehme ich ja. Cliff Bar, Energieriegel, Crunchy Peanut Butter. Achtung, das ist eine Werbeanzeige hier, ne? Und das Ding schmeckt echt gut und hat sage und schreibe 280 Kalorien. Das gibt ein bisschen Energie jetzt erstmal. Nach einer Kurve im Wald empfingen mich Cola und Snacks an einer Vertrauenskasse mit Selbstbedienung. Genial. Geil. Stärkung. Ich verschlung meine Cola in wenigen Zügen und machte mich weiter auf den Weg. Kaum hatte ich mich von der Kohlensäure erholt, bot mir oben am Berg ein Mann Tee an. Chai. Wie hätte ich hier Nein sagen können? Zum Abschied bekam ich noch Tomaten geschenkt. Ja, eigentlich wollte ich in diesem Hotel da unten übernachten, weil ich das aus einem YouTube-Video kannte. Hab's aber leider nicht hierhin geschafft, ne, gestern. Und deswegen ziehe ich auch gleich weiter. Esse noch kurz ein Würzlimmer und gehe dann weiter. Ich vermute mal, das ist der Weg da oben links, dass ich da gleich weiterkomme.
Ja, hier haben wir das Maram of Gods. Das ist irgendwie ein Hotel. Das hatte ich mal in einem YouTube-Video gesehen. Und da wollte ich eigentlich halt pennen. Wenn ich hier rechtzeitig angekommen wäre, hätte ich das vielleicht gemacht. Das hat halt wirklich eine krasse Aussicht. Naja, genug geschwärmt. Ich kann gar nicht glauben, dass es da jetzt weitergeht, aber Tatsache. Dann ging es einige wirklich abgefahrene Steilhänge entlang. Während ich nur in kleineren Schritten vorankam, schauten mich wilde, flinke Ziegenböcke nur mit Unverständnis an. Oh mein Gott, also da geht es echt richtig steil runter. Ja, also ich muss wirklich sagen, da wird es einem schon ein bisschen wackelig in den Knien, wenn es rechts wie eben einfach mal 90 Grad runter geht. Aber richtig geil. Also sowas habe ich, egal was ich erwartet habe, das habe ich alles nicht erwartet. Geil. Richtig geil. Ja. Ja, super geil. Es war eine richtig geile Tour nach hier oben. Ich bin ein ganzes Stück gelaufen zusammen mit einer Neuseeländerin und einem Neuseeländer. Die sind hier 21 Tage auf dem Trail. Ich bin mal gespannt, wie oft ich die beiden noch wieder treffe. Ja, und jetzt bin ich hier oben am Dome Camping angekommen. Hier hatte ich auch eigentlich überlegt, vielleicht hier zu bleiben, aber ich gucke es mir mal an. Aber es ist mir noch viel zu früh. Es ist noch zu hell jetzt und zu lange Tag noch. Ja, ich will noch ein Stück weiter gehen. Ich bin jetzt gerade auf der Route von Allinger nach Bell. Und ich habe in Erinnerung, dass da auch noch was Cooles irgendwo dazwischen liegt, wo ich vielleicht bleiben kann. Jo, das war's. Bussi! Ja, die beiden aus Neuseeland sind jetzt oben am Dome Camping geblieben. Das sah echt super cool aus, aber jetzt ist es für mich einfach noch zu früh. Ich will mindestens noch eine Stunde laufen. Später dann veränderte sich die Landschaft von Blau, Meer, Grau, Gestein und Klitten und Gelb, Sonne, augenscheinlich beim Vorbeigehen hinter einem Baum zu satt saftigen Grün, Wiesen und einem Himmelblau. Es war, als hätte jemand die Sättigung nach oben geschraubt. So grün hatte ich die Türkei noch nie gesehen. So, ich habe jetzt irgendwie kaum noch Wasser und bräuchte eigentlich für heute Abend was. Ich gucke mal, ob man das bei diesem Göslemer Verkaufsstand noch irgendwie bekommen kann. Das wäre echt ganz gut. Ja, vielleicht könnte ich ja noch ein Göslemer essen, wäre aber heute halt schon mein zweites. Und wenn ich Wasser hätte, dann könnte ich aber auch irgendwie ein bisschen was kochen. Jo, das ist jetzt so eine Zisterne. Abgefahren, ja. Ich guck mal rein, ob Wasser drin ist.
Weil ich könnte das jetzt, ich bin wirklich out of water so ein bisschen. Und ich könnte das jetzt zumindest mal nutzen, je nachdem wie sauber es auch aussieht. Ich kann es mit Chlor behandeln, filtern könnte ich's. Ich kann es dann abkochen und für mein Nudelgericht oder so wäre es natürlich geil. Weil da hinten sieht es echt schön aus, so als könnte man da sehr, sehr gut campen. Ja, das mit dem Wasser hier hat super gut geklappt. Ich habe jetzt 1,5 Liter halt Zisternenwasser dabei. Das werde ich gleich noch filtern und kochen. Ich habe mir extra so einen Gaskocher hier geholt. Das ist der Soto Windmaster. Der hat hier so ein Teil, das kann man direkt auf so eine Kartusche schrauben dann. Der war halt im Ultralight-Forum empfohlen. Viele sind damit sehr, sehr zufrieden. Und ich muss sagen, ich war auch super, super zufrieden mit dem bisher. Also es gibt einen, der deutlich leichter ist, den MSR 3000 oder sowas. Aber der hätte wohl Probleme, wenn es zu windig ist. Und der Soto Windmaster, der regelt das halt. Der ist zwar viel, viel schwerer als der andere Gaskocher, irgendwie 80 Gramm oder so, statt 30. Aber der soll sich wirklich lohnen, weil man dann halt keinen Windschutz braucht und direkt alles fertig hat. Jo, das mal nur kleiner Ausrutscher zur Ausrüstung. Ich werde es jedenfalls hier zusammenpacken, mir da vorne einen Zeltplatz suchen und dann mir was zu essen machen und freue mich total, dass ich jetzt noch Wasser gefunden habe. Am Abend stieß ich auf eine verlassene Gegend, bestehend aus unzähligen grünen Terrassen. Es war mucksmäuschenstill. So still, wie man es nicht kennt, wenn man in Städten lebt. Es ist hier einfach absolut still. So, und da schlage ich mein Camp auf. Unter einem der Olivenbäume schlug ich in der Totenstille mein Camp für die Nacht auf einer der Terrassen auf. Ich aß noch ein Nudelgericht und legte mich in mein Zelt. Die Augen geschlossen, nahezu im Halbschlaf, veränderte sich die Totenstille zu Geräuschen eines Autos. Zu lauter Musik und Stimmen. Eine Gruppe junger Menschen war wohl angereist und feierte mit türkischer Musik und klirrenden Flaschen das Leben. Ja, lustig. Jetzt sind hier so ein paar Leute auf den Parkplatz gefahren und hören so türkische Musik. Jetzt kann ich dir zum Einschlafen hören. Gute Nacht.